Alex hat seine Frau Lena betrogen, während sie gegen den Krebs kämpfte. Ganzer Film. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Dieses Sandwich ist alles, was ich mir leisten kann. So habe ich mir mein Leben nie vorgestellt. Das ist herzzerreißend. Es tut mir wirklich leid. Danke. Weißt du, ich dachte auch, dass meine goldenen Jahre ganz anders aussehen würden. Nicht hinter einer Theke feststecken und Mindestlohn verdienen. Aber tja, hier sind wir. Du wirkst trotzdem glücklich. Meine Mutter sagte immer, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich habe gelernt, daran zu glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch offene Türen für mich gibt. Kauf dir ein Lotterielos. Die Ziehung ist heute Abend. Der Jackpot liegt bei über 100 Millionen Euro. Ich fühle mich nicht glücklich. Nun ja, das Glück ändert sich. Ich habe nur noch 3 Euro. Ich kann mir weder das Los noch das Sandwich leisten. Und wie du bemerkt hast, brauche ich dieses Sandwich wirklich. Dann geht das Los auf mich. Meinst du das ernst? Ganz genau. Aber du hast selbst auch nicht viel. Meine Mutter hat mir auch beigebracht, Menschen in Not zu helfen. Ich folge ihrem Rat immer. Sie muss wundervoll gewesen sein. Ich danke dir von Herzen. Gern geschehen. Ich hoffe, dein Glück wendet sich zum Guten. Willkommen zu unserer Fernsehsendung der Lotterieübertragung. Und die Gewinnzahlen lauten: 10, 17, 33, 51, 64 und 5. Oh mein Gott! Ich habe gewonnen. Ich habe wirklich gewonnen. Herr Alex, Sie haben Anspruch auf die Hälfte des Lotteriegewinns Ihrer Ex-Frau erhoben. Ist das korrekt? Ja, Euer Ehren. Wir waren 10 Jahre lang verheiratet. Ich verdiene die Hälfte. Laut den Unterlagen haben Sie die Scheidung einen Tag vor dem Lottokauf eingereicht. Stimmt das? Was machen schon ein paar Stunden? Sie haben Ihre Karten gesperrt, die gemeinsamen Konten blockiert und Ihre Behandlung gestoppt und das alles, bevor die Scheidung rechtskräftig war. Richtig? Ich war rechtlich im Rahmen meiner Befugnisse. Dann erklären Sie bitte, warum Sie glauben, Anspruch auf Geld zu haben, das sie gewonnen hat, nachdem Sie verstoßen haben. Lassen Sie uns einen Moment zurücktreten.
Genug, Herr Alex. Das Gericht hat Ihrem Wunsch nach Trennung stattgegeben. Das bedeutet, Ihr Gewinn gehört allein ihr. Antrag abgelehnt. Lena, lass es uns noch einmal versuchen. Keine Chance. Du hast gesagt, ich sei nicht mehr dein Problem, erinnerst du dich? Zum Glück habe ich den Krebs besiegt und meine Behandlung abgeschlossen. Ich wünsche dir alles Gute für dein neues Leben. Na, schau dich mal an. So schön, dich lächeln zu sehen. Hast du die offene Tür gefunden? Ja, habe ich. Und schau, was dahinter war. Was ist das? Ein Scheck über 20 Millionen Euro. Du hattest recht. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich kann das nicht annehmen. Ich bestehe darauf. Du hast es verdient. Ohne deine Freundlichkeit hätte ich niemals diese offene Tür gefunden. Du wirst deinen Lebensabend nicht mehr als Verkäufer verbringen. Sieht so aus, als hätte Mama die ganze Zeit recht gehabt. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns in den nächsten Videos und einer neuen spannenden und interessanten Geschichte.